USA, USA. So, herzlich willkommen in Valleyfair. 9 Achterbahnen erwarten uns. Das kann auch bis zum Ende warten. Was ist das für ein Quatsch? Das sind zu viele Stützen. Ja, walk on in die Station und dann gönnen wir uns doch die Last Row, weil die Front Row ist natürlich besetzt wie immer. No chain, no gain. Da können wir euch auch Geschichten erzählen, was wir schon gesehen haben. Das wollt ihr gar nicht hören. Da schlaft ihr heute nicht gut. Mahlzeit, willkommen beim Rush Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits. Wir sind in den USA, wir sind auf Tour. Wir nehmen euch heute wieder mit in einen Freizeitpark, der sehr viele Achterbahnen hat. Wir sind jetzt erstmal beim Frühstück im La Quinta Inn und Suites, wo wir übernachten. Das haben wir euch gestern schon gezeigt. Frühstück, amerikanisch, urselig, ganz viel Zeug zum Wegschmeißen. Was macht deine Schüssel da? Was mir schon mal aufgefallen ist bei diesen Pfefferdingern, dass sie irgendwie leer sind. Also jetzt hier sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das ist leer. Da sind so 3 Krümel drin. Aber Hauptsache, man hat was zum Wegschmeißen. Dafür ist es wahrscheinlich da, weil der Durchschnittsmüll ist gesunken oder so. Styroporbecher für Wasser oder O-Saft, Einwegbesteck. Das ausnahmsweise mal nicht einzeln nochmal eingeschweißt ist, das ist ja schon mal Wahnsinn. Ja, wir essen das komische Zeug jetzt mal eben und dann sehen wir uns gleich draußen am Auto wieder. Was ich von hier aus sehe, der Pool sieht übrigens auch ziemlich Tschernobyl-gruselig aus mit diesem Beton drumherum. Fliesen machen schon was. Fliesen sind nicht schön, wenn du die... Aber wow. Also unser Auch in diesem Loch irgendwie, ne? Ja. Wie in so einem Kerker. Wie die Bären früher im Obenkirchner Tierpark. So, heute ist Orange wieder dran und wenn wir gucken, wo haben wir es? Valleyfair. Das ist der richtige. Valleyfair is very fighted. Very fritziert da. Da sitzt ein Mensch drin. Der Starflyer so, USA, USA, USA. So, herzlich willkommen in Valleyfair. Das ist einer der Cedar Fair Parks, der nicht Cedar Point ist. Ja, wegen Cedar Fair, Valley Fair, Cedar Point, bla bla, ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht, ach egal. Wir haben jetzt $25 Parken gespart mit unserem Season Pass und wir kommen auch mit unserem Season Pass wieder hier rein. Wir haben bis jetzt nur gestern Eintritt gezahlt. Ich glaube, sonst erklärt sich, glaube ich, von selbst, dass der Season Pass sich und diese Becher lohnen können auf so einem Trip. Schon wieder ohne Ende Riot Kids, aber wir haben Samstag. Ist heute, ne? Heute ist Samstag. Und 9 Achterbahnen erwarten uns und vielleicht auch euch hier in diesem Video. Also auch vielleicht auch uns. Das ist ja auch nicht Guarantee. Ich weiß es nicht. Doch, da, oder? Ich gehe jetzt einfach hier durch den Rinnenmulch. Ja. Ja. Mein Gott. Muss ja auch erstmal finden. So, wir sind drin. Rope Drop ist genau um 10 aber es ist schlau, dass die Leute schon mal im Park gelassen werden. Becher ist aufgefüllt. Grüße nach Köln an Alex. Treffen wir jetzt jeden Tag jemanden aus Deutschland hier in dem Park. Ist immer jemand anders, voll witzig. Und haben auch gerade die Info bekommen, wir brauchen nicht hier im Norden zu fahren. Da gibt es noch so einen kleinen Park mit dem SBF Visa Cyclone. Der ist geschlossen, der macht wohl nur in der Hauptsaison ab Juni auf.
Ja, er war gestern da. Dann sind nur so ein paar olle Kinder-Flatrides. Das ist gut zu wissen, weil das hat mir für morgen überlegt, noch dran zu hängen, wenn wir Zeit hätten. Aber das ist Musik von morgen. Jetzt ist erstmal hier Impulse Coaster. Warum fangen wir damit an? Geringe Kapazität, geringe Wahrscheinlichkeit, das Ding überhaupt zu fahren, weil 50-50. 4 Stück davon bin ich in meinem Leben begegnet. Teilweise 2 auf einer Tour und 50% davon konnte ich fahren, 50% davon konnte ich nicht fahren. Nicht fahren war einer in Kalifornien, aber fahren ging zum Beispiel in Taiwan, wo man ja jetzt tendenziell als Deutscher so das Bild im Kopf hat, in den USA werden die Sitze alle größer bei Achterbahnen. Das ist nicht so, die sind nicht weltweit alle gleich. Nur so Bügeleinstellungen, Gurtlängen und irgendwelche eigenen Policies unterscheiden sich, aber die Hersteller bauen alle gleichen Standard. Du machst jetzt keine größeren Sitze für irgendwo anders, das funktioniert nicht. Der Blödsinn hier ist das übrigens. Ich glaube, Lim, gelaunchter Shuttle Coaster, der auf der einen Seite gerade hochfährt, auf der anderen Seite sich ein bisschen eindreht, hin und her. Richtig hirnverbrannt. Venom, Steel Venom. Ja. Oh, die haben auch einen Disco Coaster, deswegen habe ich 9 gesagt. Ja. Ich habe gestern nur bei RCDP geguckt. Ja. Das kann auch bis zum Ende warten. Ja, schade. Hat bei beiden gepasst. Ja, es ist halt nichts Außergewöhnliches. Es ist sehr viel Energieverschwendung. Ey, die Lüfter, die müssen die LSM-Module die ganze Zeit hier runterkühlen, wie gestört. Crazy Ding. Was ich total verrückt finde, ist aber die Station, die Fundamente für die Station. Also ich kann euch ja eins mal vom Nahen zeigen. Das ist eins der niedrigen. Manche gehen noch höher. Was ist das für ein Quatsch? Hier ist noch dann Delirious, Ring of Fire, ein Scrambler. Scrambler haben wir komplett irgendwie weggeghostet die ganze Tour über schon. Also das überhaupt mal zu erwähnen. Oldtimer-Bahn fährt hier unten her. Ja, ein Scrambler ist halt so typisch oldschool amerikanisches Fahrgeschäft, Flatride. Den Disco machen wir jetzt, Disco Coaster machen wir jetzt gerade erstmal nicht. Ich hätte schon ziemlich Bock auf das große Moped hier. Was war nochmal hier? DH Morgan oder so, ein Hypercoaster. Aber auch frisch gestrichen, das sieht echt gut aus. Schön. Auch vor allem die Farbkombo mag ich irgendwie. Das ist schon nice gemacht. Hat sich auch nicht so durchgesetzt, der Coaster-Typ. Aber haben wir dann jetzt alle gesehen oder versucht, die es gibt? Ich weiß es nicht. Kurze Anmerkung aus dem Schnitt. Und zwar gibt es aktuell 5 Impulse Coaster von Intamin auf der Welt, die betrieben werden. Es gibt noch einen, der SBNO ist. Und der Coaster-Typ ist doch nicht so tot, wie ich das gedacht habe, denn es gibt einen neuen, der 2021 in China neu aufgemacht hat. Das ist der einzige übrigens, der einen LSM-Antrieb hat. Alle anderen haben einen LIM-Antrieb, damit ihr da auch richtig informiert seid und wisst, worum es hier eigentlich wirklich geht. Und jetzt weiter im Video. Oh, ich weiß doch nicht, wo die ganzen anderen Achterbahnen sein sollen. Du siehst nur dieses Moped hier, aber huge. Der Starflyer haben wir erwähnt, es wird so einen dreifachen Shot-and-Drop-Tower gibt es, Tilt-A-Whirl.
Asthma-Schaukel, Windseeker, alles am Start, was man braucht. Da hinten ist der Lift, das könnte sehr weit weg sein. Vielleicht kommt noch was anderes vorher, was wir fahren. Aber diese Hyper, die alten, das sind zu viele Stützen. Eine Mischung aus überdimensioniert und falsch ingeniert, ich weiß es nicht. Aber da kostet der Stahl so wenig, der macht das eigentlich eine Wand. Weißt du? Der kommt jetzt so, ja, der Junge. Ob das zu viele Spielbuden sind? Na, ich glaube nicht. Eine Berg- und Talbahn, aber keine Muckrides. In den USA findet man oft Muckrides, Berg- und Talbahn mit sogar noch deutschen Slogan oben drüber. Aber die haben dafür so eine Art Lichtorgel, Flackerlicht in Blau, Weiß, Rot. Naja. Geil, das sieht man leider nicht so gut von hier, aber ein Steiger in Stars and Stripes lackiert. Ich kack ab. Coasters Drive-In, Ja. dahinter ein Hypercoaster. Da bleiben sie sich treu, ne? Ja. Das findet. Nee, ist gar nicht. Ja, das Ding ist bei den Schaukeln, ne, die knallen direkt durch und wir haben aber ganz schnell keine Puste mehr, wie man hört. Kommst du gerade um die Ecke, denkst du, jetzt kannst du erst mal kurz filmen für euch und dann ist das schon wieder vorbei. Aber es ist halt auch krass, was das für ein Monster ist. Ne? Das sieht ja cool aus. Das ist auch ein Stormshelter. Das gibt es übrigens sehr oft hier, dass es Stormshelter gibt, also Unterstände, Unterschlüpfe, wenn wirklich ein krasser Sturm kommt, wo man dann rein muss. Der Tunnel hier ist einer. Die meisten Toiletten oder fast alle Toiletten sind welche. Deswegen habt ihr auch keinen Empfang da drin. Solltet ihr da mal rein stolpern und euch wundern. Oder es gibt es auch oft unter Achterbahnen, weißt du, im Wartungsbereich. Also alles, was wie ein richtiges Haus aus Stein gebaut ist, wird dann einfach zum Stormshelter. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Deswegen fällt das auf, wenn irgendwo mal so ein Schild dran hängt. Wir hatten das auch, glaube ich, auf der Südstaaten-Tour in Texas, dass es da sogar komplette Evakuierungsspuren auf der Autobahn gab, die dann aufgemacht werden, wenn alle die Küstengebiete verlassen müssen. Wenn du das alles schon machst, warum gibt es kein Bewusstsein dafür, dass man vielleicht was ändern sollte? Egal, darum soll es gar nicht gehen, sondern um Wildfing. Das ist nämlich jetzt der DH Morgan Hypercoaster, wo es reingeht. Sieht gut aus, da stehen nur 6 Leute vor. So ein bisschen verloren am Parkrand hier, wieder halb auf dem Highway. Aber gut, gehen wir mal rein, ne? Ja, walk on in die Station und dann gönnen wir uns doch die Last Row, weil die Front Row ist natürlich besetzt wie immer. Aber Last Row geht ja auch noch klar. Frisch gestrichen macht die gleich noch viel mehr Spaß. Super viel Airtime, schön hoch. Fahreigenschaften sind eigentlich gut. Bisschen Ruckelei, aber richtige Floating Airtime, wenn du so... Also hätte man gar nicht erwartet. Und richtig cool am Ende bei diesen Airtime-Hügeln hast du nochmal, also die sind ein bisschen langsam, wenn die durchfahren, aber da kommt dann so ein Tunnel, den du gar nicht erwartest und da drin wird das Foto gemacht. Das ist ziemlich geil. Ja, aber Floating Airtime, ey, wir haben 3 Tage in der Luft gehangen. Ja, ist doch Floating Airtime, oder bin ich da falsch? Also da geht's erst hoch und runter. Das passt ja alles. Guten Tag.
So, jetzt haben wir uns auch ein Uschi auf dem Eiswagen. Oh, cool, ey. So, haben uns erstmal nett unterhalten. Und jetzt geht's zu Planet Snoopy und hier steht ein Zamperla Powered Coaster. Mal gucken, ob wir den fahren dürfen in diesem Park. Kann ich mir kaum vorstellen. Wir sind ja bei Cedar Fair. Oder Ex-Cedar Fair, Six Flags Entertainment Corporation. Aber wir müssen es beeilen. Steht nichts dran. Cosmic Coaster ist blau und abgehakt damit. Zamperla Powered Coaster, aber wichtig ist, wenn man als Erwachsener hier fährt, jeweils je Wagen ein Erwachsener, nicht, dass wir zusammen in einem Wagen sitzen würden, geschweige denn in einer Reihe. Das geht gar nicht. Ja, sollen wir erstmal hier lang? Ja, aber da ist ja die Drehmaus, die wilde Maus. Hier ist der Eingang zu High Roller. Ach so, das habe ich nicht gesehen. High Roller ist eine Holzachterbahn? Ja. Natürlich. Heiß hier aber nicht. Nee, aber die Rolls. Gut, dann geht es jetzt zum High Roller. Holzachterbahn in weiß gestrichen. Ich lieb's. Das ist auch so richtig American, ne? Aber gut, wir haben in Deutschland 5 Holzachterbahnen. Wenn ich jetzt anfangen würde zu fordern, dass jemand auch noch anmalt, bei dem, was auch immer an Holz getauscht wird, da werde ich irgendwann selber zu Recht bei irgendeiner Veranstaltung im dunklen Eck verprügelt. Zu Recht. Oder habt die Aufgabe, irgendwelche Zimmermänner ranzuholen und die da arbeiten wollen. Auch heute haben wir bei dieser Bahn Walk-on in die Station. Oh Gott. High Roller wurde gefahren, meine Freunde. Holzachterbahn, klassisches Oldschool Out- und Back-Layout. Wir haben die Front Row sogar gekriegt bei Walk-On, weil der Girls Club vor uns irgendwie in der Mitte sitzen wollte. Ja, solide Bahn, macht Spaß, aber ja, klassische Holzachterbahn, wie man sie kennt, wie sie in jedem zweiten Park in den USA auf jeden Fall steht. Was mich gerade ein bisschen verwirrt hat, war der Mitarbeiter, der für die Müllkontrolle zuständig ist, der davon konfus war, dass ich den Becher in den Becherhalter getan habe, also unseren Season Cup, und die Taschen in die Box. Und dann hat er es mit dem Operator da besprochen und der Operator hat das auch noch nicht so ganz verstanden, weil er nicht wusste, was ist jetzt dein Problem? Weil er wollte nicht, dass das da oben drin steht. Das muss doch in die Kiste. Nein. Und danach kam er aber zu uns, hat sich entschuldigt und hat erklärt, dass er neu ist und gerade lernt und das noch nicht wusste. Feiner Zug, alles gut, man kann noch nicht alles wissen, man muss ja auch lernen, aber wenn du in deinem Leben einmal in irgendeinem Freizeitpark in den USA warst, dann hast du einen Becherhalter auf jeden Fall schon mal gesehen. Und wir sind doch nicht heute die Ersten, die dann damit so Becher hier hinkommen in die Bahn. So, wir gehen mal weiter nach hinten und haben wahrscheinlich als nächstes die Arrow, was Arrow Maus oder yes. SNS? Arrow, ne? Ich habe SNS behauptet. Arrow Dynamics wilde Maus. Schauen wir mal. Ja, knapp eine Viertelstunde haben wir jetzt gewartet auf die Mad Mouse. Man könnte noch ein bisschen Roulette, einfach nur Roulette hier spielen. Ja, man hat jetzt eine normale wilde Maus grundlegend vom Prinzip, aber mit größeren Abfahrten und die ziemlich schnell sind und steil und erdkeimlastig und aber voll reinknallen. Das geht ein bisschen in den Rücken. Und eine Operation, das kriegst du gar nicht zusammengefasst.
Gargelig einfach. Mitten im Park ist übrigens auch noch der Wasserpark Soak City Water Park. Ja. Und den lassen wir in der Mitte, wie er ist. Hier geradezu ist eine GCI Holzachterbahn. Da haben wir jetzt richtig Bock drauf. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall auch noch hin. So, ich glaube, einen Zug müssen wir warten, dann sind wir drinnen. Wie immer möchte die Uschi nichts erzählen, dann erzähle ich euch was zu Renegade, und zwar GCI Holzachterbahn. 2 Züge, Walk-on in die Station, vorletzter Wagen, letzte Reihe, vorletzte Reihe. Alter, was ein Moped. Ja, ich muss ausziehen. Der Hobel, der knallt durch die Strecke wie nichts Gutes. Die Bahn ist sich auch nicht sicher, wo sie hin will, aber die Physik ist sich noch unsicherer, wo sie dich hinschmeißen will. Das ist so krass, ey. Sehr geile Bahn, sehr, sehr geil. Boah, richtig gut. Das ist ein Highlight hier. Und das ist das Highlight hier wahrscheinlich. Das glaube ich wohl kaum. Also Dann checken wir das mal aus. ja, ich check das mal aus. Voll gut. Wir gucken uns gerade mal kurz das Rafting an, was von oben sehr trostlos aussieht. Aber von hier unten ziemlich cool, vor allem mit diesen 2 Ebenen, dass sie da unten lang fahren, dann hier oben lang fahren. Aber wir müssen auf jeden Fall ein Boot abwarten. Da kann man nämlich mal zeigen, dass so ein Wasserfall einfach nicht ausgeht. In der Hoffnung, dass das Boot besetzt ist und so sich da reindreht. Ja, da hätte man es halt auch gesehen. Hallo, wir brauchen bitte hier oben ein beladenes Boot. Ja, Rafting einmal herzhaft gelacht. Würden wir ja machen, wir mögen aber keine nassen Füße. Jetzt kommt Excalibur, was ein Übergang. Und das ist jetzt in dem Fall kein Rafting, sondern die nächste Achterbahn, die wir fahren. Aerodynamics, wie hast du das nochmal genannt? Coaster Construction Concept? So, ja, Special Coaster Construction oder Coaster Systems. Das ist ein Hybrid-Coaster, Holzstützen, Stahlschiene. Wie eigentlich so ein Aero Mine Train, aber irgendwie in groß. Man weiß es nicht. Wir haben hier eine Kette, wir haben da eine Kette, aber wir haben auch da noch eine Kette. Eine Verkettung unglücklicher Umstände. No chain, no gain. Irgendwie ist jetzt gerade eine große Pollenflucht. Besser Pollen als Mayflies, ne? Weiß ich noch nicht. Du bist allergischer. Ja. Und dahin geht es dann gleich hin. Gut. Schauen wir mal. Alter Schwede, wir sind jetzt Excalibur gefahren. Das ist eine kranke Bahn. Ich glaube, da reden wir gleich drüber, was zu laut hier, oder? Ja, ich geht's gerade wieder. Du fliegst du sagst wieder nach dem letzten Wagen, du fliegst in den First Drop runter, bist 3 Tage in der Luft und dann schlägst du unten ein. Zu schnell, zu ungut gebogen, beziehungsweise zu schnell für die Art von Schiene, wie sie gebaut ist, mit den Zügen, wie sie gebaut sind. Wir fahren jetzt, wenn wir nach vorne gehen, nochmal eine Runde Renegade, weil der GCI richtig cool ist. Nachdem wir in der letzten oder vorletzten Reihe waren, fahren wir jetzt in der ersten Reihe nochmal eine Runde. You're flying right up here, so sit up right, hold on tight, enjoy your ride on Renegade! Yeah!
zeigen mal wieder allen, dass da keine Kamera dabei haben können. Mal. Ja, die Operations bei den Dingern ist halt dumm. Furchtbar. Du kannst halt nur unten die Leute B- und entladen und ja, wenn du das da gerade machst, dann stehen alle oben dumm rum. Corkscrew, Arrow Looper, der fehlt uns noch. Wir sind natürlich den GCI nicht nochmal alleine gefahren, sondern waren zu dritt unterwegs, haben gerade noch ein bisschen gequatscht. Da geht es jetzt weiter Richtung Arnold Park und für uns geht es jetzt, wie gesagt, in den Corkscrew, Looping, Double Corkscrew. Möchte keiner. Ich bleibe dabei, ich verstehe die Leute nicht, die sich heute einen Fastpass gekauft haben. Also wirklich, die längste Wartezeit war bei der Mad Mouse eine Viertelstunde und jetzt auch wieder ein Zug und dann sind wir dran. Aufpassen, dass du nicht über den Powerade einmal fällst, wenn du die Treppe runter gehst. Stay hydrated. Hübsch angelegt ist die Bahn, ja. Und schnell vorbei. Ich finde das so geil, dass du hier diese Betonrampen hast zur Station rauf und runter. Das ist wirklich wie Rollercoaster Tycoon. Einfach Betonrampe hoch, da ist einfach hochgeständert, bar, passt schon. Das ist hier einfach so. Aber hier, das Setting mit den Steinen auf dem See, mit den Bäumen und so, das ist echt schön. Ansonsten, also die Corkscrews gingen diesmal, dafür direkt danach in der Kurve hast du mal richtig einen vom Moor mit Nee, Moor mit Eisenfaust. Eieieiei. Das ist nicht gut. Viel Achterbahn fahren ist nicht gut für den Kopf. So, den Shoot the Cute werden wir natürlich nicht fahren. Der ist nur dafür da, nass zu werden. So wie die Kiddies, die vor uns im Wagen saßen, also nicht in unseren, sondern in der Reihe vor uns. Die sind mit Klamotten, das ist ja auch in den USA so ein Problem, mit Klamotten in die Wasserbahn und dann klitschnass mit den Klamotten in die Achterbahn. Man kommt übrigens an den Backbone. Ja, ich werde das nicht verstehen, warum man komplett angezogen in den Wasserpark geht, also in die Becken auch geht, in die Rutschen geht und dann einfach so, wenn man ist, da rausgeht und dann in der Achterbahn rein, also überhaupt, ach, es gibt extra Badekleidung, das hat schon seine Gründe. Und das sind ja auch alles dann immer die Ungewaschenen mit ihren Drecksklamotten dann ins Wasser gehen, ey. Da können wir euch auch Geschichten erzählen, was wir schon gesehen haben, das wollt ihr gar nicht hören. Da schlaft ihr heute nicht gut, versprochen. Quatsch. Apropos Quatsch, wir gehen gerade zum San Pedro Disco Coaster und das sieht schlecht aus. Jo, das sieht wirklich schlecht aus. Da stehen die Jungs von der Maintenance und da ist auch an der Seite eine Klappe auf, die nicht auf sein sollte. Das ist auch immer ein schlechtes Zeichen. Schade Schokolade. Aber hier ist eine Bank im Schatten. Wir können ja mal kurz uns hinsetzen. So, Autos werden gesucht. Wir wissen, wo wir stehen, nämlich am Cola-Schirm. Wir sind durch. Wir haben jetzt gerade uns nochmal beratschlagt, wie es jetzt weitergeht, weil es noch nicht so spät ist. Und haben dementsprechend eine halbe Stunde auch noch der Maintenance zusehen können, beziehungsweise auch nicht. Weil nachdem einer von der Maintenance gesagt hat, das Ding macht heute nicht mehr auf,
ist 10 Minuten später der zweite auch gegangen. Und jetzt mit offener Klappe steht die Kiste da. Einmal kurz sich unten bewegt, gedreht, aber das sieht nicht nach Reopening aus. Und wir haben ein bisschen hin und her überlegt, ob wir dann jetzt morgen auf heute vorziehen, dann schon mal morgen weiterfahren und hin und her. Wir sind jetzt zum Schluss gekommen, wir belassen es jetzt erstmal bei dem Plan, der steht, und machen das so, wie wir uns das gedacht haben, und fahren jetzt erstmal Mittagessen und danach fahren wir zu einem Target, weil wir müssen noch was besorgen, Uschi will noch was gucken. Und übrigens wird es gerade richtig voll. Wir haben jetzt 2 Uhr und die Leute strömen gerade hier in Massen in den Park, beziehungsweise teilweise auch raus, weil sie jetzt irgendwie hier picknicken. Aber es wird voll, es kommen immer mehr Autos an, die Queues sind auf einmal voll. Also vor allem beim Impulse Coaster sieht man das jetzt ganz gut, dass da sehr viele Leute auf einmal stehen. Ja, schlecht. Also morgens kommen ist echt wichtig. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also USA, sofort morgens hier anfangen, loslegen, Gas geben. Und ja, ich hätte 20 cm noch vorgekonnt. Das hätte aber nichts daran geändert, dass der hinter mir wahrscheinlich uns draufgefahren ist, so wie das aussieht. Also dem ist das egal, so wie die Seite von ihm aussieht. Digga. Ja, don't be gentle, it's a rental. Aber ey, nee, passt noch. Er passt aber jetzt auch da drauf. Ach ja, gut, aber das sind auch die 20 cm, die... Also, Entschuldigung, eigentlich nicht. Also ich stehe schon okay. Vor allem, ja, das Auto ist jetzt genauso eigentlich in der Flucht mit dem Parkplatzgröße, aber es ist halt einfach zu groß. Trotz der amerikanischen Parkplätze, die schon viel größer sind als deutsche. Ja. Weil es würde ja in Deutschland von der Breite schon gar nicht hinkommen. Aber Frau Navigator, wo fahren wir hin? Popeyes? Ja, weißt du, wo eins ist? Nö. Ja, gut. Sie weiß nicht, wo wir hinfahren, aber wir fahren dahin, das ist gut. Popeyes oder Cane's leider nicht in der Nähe, haben wir jetzt eben KFC genommen, eben ein kleines Stückchen Hähnchen rein und dann geht's zum Einkaufen. Guck mal, wie süß. Happy Burger. Product Placement. Leute, das ist wirklich die Geburtskanone. Uschi sagt, ich darf die nicht kaufen. Schreibt in die Kommentare, ich darf doch. Nein.
Oh, Wrestling. Es sind so viele coole Sachen wieder hier. Guck mal. Boah. Boah, geil. Geil. Ist das cool, ey. Ja, dann kaufen wir das. Nein. Oder ich gehe kaputt. Was ist das denn für ein geiler Quatsch? Wer ist da drin? Rey Mysterio. Warum? Hat er so ein Auto? Jetzt schon. Ah, okay. Ist das geil, Alter. Geht das hier? Ich habe gerade bei einem Mittanken gesehen, wie das geht. Machst du nach vorne vor? Ah, Weiß ich jetzt. so kommt man da dran. Ja, mach doch einen Stab einfach länger. Ist eigentlich noch drin, oder? Nee, das kommt jetzt gleich. Ach so. Aber man muss sagen, dadurch, dass der Sprit nichts kostet, sind 13 Liter auf 100 Kilometer bei den Strecken, auch die wir fahren und überhaupt, bei so einer Tour, wo man das mal macht, vollkommen okay. Und du siehst mal, wie sparsam wir zu Hause unterwegs sind. In 9,5. Nee, nehmen wir, ne, als Raptor. Ja. 1150 Raptor. Ford Deutschland, wenn ihr einen über habt. Adresse habt ihr ja. Ich tank auch selber dann. Es gibt ja noch einen Hasen. Ah, das ist so voll fies. Wir sind jetzt gerade bei Walgreens. Das ist auch wieder ein Spielzeugladen. Nein, das ist ein Drogeriemarkt mit Apotheke und halt so, ja. Gibt's ja bei uns auch um die Ecken so ein bisschen was Kleines Müller. für Kinder. Oder im Müllloch. Müllloch. Ich mache jetzt hier gerade die Becher sauber, die wir gestern mit aus dem Adventureland genommen haben. Dann habe ich den so ausgespült und dann habe ich den hier hingestellt. Und jetzt funktioniert, jetzt klappt der, guck mal. Ich weiß nicht, was da los ist. Bei dem ist das eben auch passiert. Also es war ziemlich gruselig. Der geht jetzt nicht mehr. Der ist nicht nass. Okay. Und das ist nicht schräg oder so. Also jetzt, das schmeckt jetzt nicht mehr. Die hat jetzt keine Kohlensäure mehr, gar nichts, was da noch überbleibt. Sicher? Yes, ich weiß das aus Erfahrung. Von der Arbeit, wenn ich die da im Froster vergessen habe, weil ich die warme Medica gekauft habe. Aber warum tust du jetzt den Froster? Ich habe die jetzt nicht in den Froster getan. Ich habe ganz normal. Ganz normaler Mensch, ja. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht, habe das hier alles reingetan. Das ist ein Kühlschrank. Die Mozzarella-Sticks hier. Eine Gurke. So, die Drinks, die lagen hier und der stand auf Max. Aber selbst dann darf ja nicht einfach alles hier frieren drin. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er auf Max stand, aber, ich habe es nicht gecheckt. Ich habe jetzt mal runtergedreht. Ja, da ist Pressure drauf. Die ist auch ausgebeult nach oben. Alter! Wie, das ist, ich stell die mal dahin, falls man die noch mal aufmachen will. Dass die hier explodiert.
Ey Leute, hier diese Risse in den Asphalt, ne, dass man das dann so, das kennt man ja. Dann, okay, die knösen ein bisschen rum, aber das ist halt noch frisch und da wird dann geparkt, wie man sieht. Ich habe meinen Fußabdruck hier hinterlassen. Bruder, überall hier. Ja, ei. 앞에서 연습해서 웃을 타이밍 근데 난 자꾸 예측을게 나도 알잖아 지금 이 바이브 If you feel it too 난 마주칠 때 If you love me just say 같은 맘이라면 그냥 고개 끄덕여도 돼난 계속 웃음 짓게 Ihr wisst, was jetzt kommt. Wir machen die Speichermedien leer. Der Tag ist rum. Wir sehen uns morgen wieder. Viertelstunde von hier, irgendwo da hinten, die Mall of America. Das ist unser Ziel für morgen. Und da stehen auch 5 Achterbahnen in dieser Mall. Aber was es damit auf sich hat, das morgen oder in den nächsten Tagen. Im nächsten Video, jeden Tag 18 Uhr, neues Video hier auf dem YouTube-Kanal. Und wir sehen uns dann wieder. Die Polizei passt auf, dass ihr jetzt abonniert. Da sehe ich genau, da blinkt das nämlich schon. Bis morgen oder gleich oder wann auch immer.